Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und wir machen wieder mal was mit Blätterteig. Und zwar wir machen Blätterteigquadrate. Und diese Blätterteigquadrate, die belegen wir dann unterschiedlich. Aber was immer dabei ist, das sind Tomatenscheiben. Die sind ganz wichtig, die gehören einfach hier jetzt dazu, bei diesem Rezept. Deswegen nehmen wir natürlich große Tomaten und schneiden die dann in Scheiben. Weiter nehmen wir dann auch noch 3 große Champignons. Die schneiden wir in Scheiben und der Schinken, der darf auch nicht fehlen. Den Schinken, den schneiden wir nur grob klein, weil aus dem machen wir nachher auch Quadrate. Ja, alles quadratisch praktisch gut hier. Wir verwenden auch noch Käse, der kommt ganz oben drauf. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Käsesorte vorgeben, weil ihr könnt den Käse verwenden, den ihr haben wollt. Ich nehme jetzt hier einfach mal Emmentaler. Ich habe den schon lange nicht mehr verwendet und möchte den jetzt einfach hier mal drauf haben. Ihr könnt aber natürlich auch Bergkäse nehmen oder auch anderen Käse. Traditionell bestreiche ich Blätterteig natürlich auch mit Eigelbe. Warum? Das sieht einfach nochmal richtig leckerer aus. So richtig appetitlich, weil die Eigelbe werden nachher beim Backen so richtig schön bräunlich. Und dann darf natürlich auch der Hauptdarsteller nicht fehlen, den Blätterteig. Den Blätterteig rollen wir aus und schneiden den in Quadrate. Gleich danach nehmen wir dann die Eigelbe und bestreichen damit dann die Ränder der Quadrate. Weil in der Mitte kommen ja die Tomatenscheiben drauf. Auf die Tomatenscheiben gebe ich dann die Schinkenscheiben drauf. Aber hier nehme ich jetzt nicht alle Quadrate, sondern ich belege nur ein paar mit den Schinken. Ja, wir können ja einfach variieren, so wie wir lustig sind, oder? Ja, und dann kommen auch dann die Champignonscheiben drauf. Aber wie ihr vielleicht schon erahnt, das wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, den Ofen schon vorzuheizen. Auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Damit der nachher die Temperatur schon hat, wenn wir das Ganze in den Ofen schieben. Bevor wir jetzt dann auch den Käse drauf geben, können wir auch mal ganz kurz salzen. Wir wollen ja den maximalen Geschmack haben. Und tatsächlich habe ich auch noch Kräuter übrig von meinen Kräutertöpfchen, die ich auf der Fensterbank in der Küche stehen habe. Das wären jetzt gerade Petersilie und Basilikum und die hacke ich klein. Dann streuen wir jetzt natürlich dann die Kräuter über die Blätterteigquadrate und dann können wir sie in den Ofen schieben. Aber jetzt schaut mal, wie lecker das jetzt schon aussieht. Da läuft doch einem das Wasser im Mund zusammen. So, jetzt stellt sich ja nur noch die Frage, wie lange bleibt das Ganze im Ofen drin. Also, wir lassen das Ganze für 25 bis 30 Minuten im Ofen. Je nachdem, wie braun oder knusprig ihr das haben möchtet. So, nach der Zeit kommen sie raus. Und wie sehen sie aus? Fabelhaft sehen sie aus. Geschmacklich sehen sie super aus. Lecker, einladend. Genauso stelle ich mir Blätterteigquadrate vor. Und das Schöne ist jetzt bei diesen Blätterteigquadraten, wir können sie sofort nach dem Ofen auch schon schnabulieren, wenn wir möchten. Weil die sind so formlich fest, dass wir sie einfach schon mal vom Blech herunterholen können und auf einen Teller geben. Ja, da sage ich mal guten Appetit und lasst es euch schmecken. Gut, aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also, Leute, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.